Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Mein Name ist Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Das heutige Video ist ein Wunschthema von euch. Oftmals ist man ja mit dem Ergebnis des eigenen Aquarells nicht ganz zufrieden und wünscht sich dann eine Bildkritik von außen, die neue Impulse fürs eigene Arbeiten gibt. 3 Bilder von Teilnehmenden aus meiner Unterstützer-Community habe ich heute mitgebracht und werde im Video darüber sprechen, wo die Schwachstellen meiner Meinung nach in diesen Bildern, in der Bildkomposition oder auch in der technischen Ausführung bestehen. Gleich geht's los mit dem Bildbesprechungsvideo. Vorher noch ein kleiner Tipp an dich. Wenn du Bedarf und Interesse an Bildkritik für deine eigenen Aquarelle hast, dann habe ich ein Angebot für dich. Es gibt ja verschiedene Unterstützerpakete in meiner Unterstützer-Community. Unter dem Video im Link Steady Deine Unterstützung findest du alle Infos zu diesen Paketen. Für alle Inhaber eines 20-Euro-Paketes gibt es das Angebot, mir 3-mal im Jahr jeweils 3 Bilder zu einer ganz persönlichen Bildbesprechung einzusenden. Ich mache dann ein kleines Video fertig, in dem ich die 3 Bilder ausführlich kritisiere und bespreche und Verbesserungsvorschläge aufzeige. Das Ganze kann man dann 3-mal im Jahr nutzen und ich denke, gerade wenn du dich in das Thema Aquarell besonders vertiefen möchtest und interessiert bist an Ideen zur besserer Bildkomposition oder technischer Umsetzung, dann könnte dieses Angebot für dich das Richtige sein. Unter dem Video findest du den Link zum Unterstützerbereich. Dort kannst du dich über alle Pakete und die Leistungen, die damit verknüpft sind, informieren. Wie gesagt, das 20-Euro-Paket benötigst du für diese individuelle Bildkritik. Jetzt geht's los mit dem heutigen Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir beginnen mit einem Bild von Malrolle. Liebe Barbara, heute möchte ich ein Motiv aus meiner Heimat hier einstellen. Ich habe von diesem Motiv sehr viele Versuche gemalt, aber nie bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde es einfach nicht interessant. Wie könnte man das Motiv interessanter umsetzen? Ausschnitt, farblich etc. Das letzte Bild ist dann auch mein letzter Versuch. Zunächst einmal ist beeindruckend, wie viele Versuche Malrolle umgesetzt hat, um dieses Motiv zu malen. Außerdem hat sie sich für die technische Umsetzung sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Wir gehen jetzt zunächst mal die einzelnen Schritte durch, die sie selbst unternommen hat. Und dann werde ich zeigen, wie meine eigenen Ansätze zur Umsetzung dieses Motives aussehen würden. Hier das Foto vom Motiv. Wir sehen eine Kirche oder vielleicht eine Burg. Das kann ich jetzt hier nicht so genau erkennen, mit diesen Mauern im Vordergrund und hier noch einer ziemlich interessanten, wie ich finde, alten Tür mit Licht- und Schatteneinwurf. Hier jetzt die Skizzenbuchseite von Malrolle. Wir können hier erkennen, dass sie wunderbar sich erstmal Gedanken gemacht hat zum Format. Sie hat hier einmal ein Hochformat, Querformat, dann nochmal ein Hochformat. Und es gibt ein paar Ideen oder Gedankenansätze zur Umsetzung selbst. Hell-dunkel steht hier, warm-kalt, also da hat sie sich über die Farbtemperatur im Bild Gedanken gemacht. Und lasierend und deckend, also soll es ja ein sehr heller Farbauftrag sein oder ein deckender Farbauftrag. Dann hat sie sich Gedanken gemacht, wie sie diese Steine hier umsetzen kann. Da haben wir ja eine dominante Steinmauer hier im Foto. Da gibt es so ein paar farbliche Gedanken hier und auch technische. Also sie hat sich dann hier überlegt, man könnte die Steine mit dem Spachtel zum Beispiel aus der Mauer dann herauskratzen. Dann gibt es hier die erste Skizze und mit der war sie nicht ganz zufrieden, nehme ich mal an. Sonst wäre es ja nicht dazu gekommen, dass sie sich noch weiter Gedanken gemacht hat. Die erste Umsetzung dann auf gutem Papier sieht so aus. Ich gehe jetzt erstmal alle Versuche durch, die sie gestartet hat. Ich nehme auch an in dieser Reihenfolge. Das ist die erste Umsetzung. Dann kommt eine Übung Tonwert. Jetzt weiß ich nicht, ob sie die vorher gemacht hat oder eben im Anschluss an die erste Umsetzung. Ich könnte mir es fast so vorstellen, dass sie hier nicht ganz zufrieden war und sich dann gedacht hat, okay, jetzt überprüfe ich nochmal die Tonwertaufteilung im Bild. Das ist die erste Übung Tonwerte. Wir können hier mal gemeinsam drauf blinzeln und schauen, wie sich dann die Tonwerte im Bild verteilen. Da fällt mir sofort auf, dass wir 4 Flecken haben, die im gleichen Abstand mehr oder weniger verteilt sind. Und diese dunklen Tonwerte nehmen kaum Verbindung zueinander auf. Also es entsteht, wenn überhaupt, eine kreisförmige Bewegung im Bild,
Aber die dunklen Akzente, auf die wir ja sofort gucken, wenn wir so ein Bild anschauen, die stehen hier doch sehr separiert im Bild. Das wäre für mich noch nicht die ideale Umsetzung. Eine zweite Tonwertübung hat sie dann gemacht, da hat sie einfach jetzt die Farben verändert. Sie hat die dunklen Farben mit Perylane Green und Rot angemischt. Das ist immer eine schöne Variante, um in ein Schwarz zu kommen, diese beiden komplementären Farben zusammenzumischen. Aber im Grunde ist die Tonwertaufteilung, also die Idee der Tonwert ist recht ähnlich wie beim ersten Bild. Wir haben hier vorne den Tonwert ein bisschen entschärft, tut dem Bild erstmal insgesamt gut, wie ich finde. Dann gibt es noch eine Umsetzung in Farbe. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, aber da kommen wir später dann noch mal hin. Also ich finde, hier kommt der Bildfokus hier oben sehr gut zum Tragen. Das hat auch schon eine ganz gute Bewegung und funktioniert ganz gut. Sie war aber noch nicht zufrieden. Andere Version ist hier. Da hat sie das Format geändert. Es geht immer noch weiter. Das ist eine sehr lockere Umsetzung hier. Da war sie wahrscheinlich hier mit diesen doch sehr getupften Grünflächen nicht ganz zufrieden. Kann man auch so machen, ist dann eben eher so ein Sketch. In der Lockerheit aber schön und funktioniert ganz gut. Das ist die letzte Version und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass das Format jetzt immer kleiner wird, es immer zentrierter wird, bis sie jetzt hier den Bildfokus wirklich ganz gezielt auf die Kirche oder das Kloster richten kann, weil es einfach nicht so viele andere Dinge im Bild gibt. Das ist ihre letzte Version, zu der hat sie sich hingearbeitet mit diesen ganzen Schritten, die im Vorfeld stattgefunden haben. Also eine total interessante Bildentwicklung, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass man von diesem Foto kommt und dann bei diesem Bild landet. Gehen wir nochmal zurück auf den ersten Schritt. Das ist der Entwurf des Bildes hier im Skizzenbuch. Meine Meinung ist, dass 80% der Arbeit am Bild stattfinden, bevor man überhaupt den Pinsel in die Hand nimmt. Damit meine ich, 80% des Bildes bestehen aus den Gedanken im Vorfeld, die man sich macht, bevor man das Bild überhaupt malt. Man kann mit dieser Vorarbeit gar nicht genug Zeit verbringen, denn man spart sich dann viel Zeit beim Malen des Bildes, weil viele Dinge schon vorab geklärt wurden. Ein ganz wichtiger erster Schritt, wenn man ein Bild entwirft, ist natürlich die Formatwahl. Und der zweite Schritt, der dann sofort folgt und auch für das Endresultat wahnsinnig wichtig ist, ist die Festlegung der Tonwerte. Hier hat sie sich ja in 3 kleinen Thumbnails Gedanken dazu gemacht. Aber wenn wir jetzt von weit weg auf diese Bilder gucken, muss ich sagen, dass die Tonwerte an sich im Bild bei allen 3 Bildern noch nicht richtig funktionieren. Eine gute Tonwertaufteilung im Bild finden wir immer dann, wenn das Bild gut lesbar ist, die einzelnen Ebenen, Hintergrund, Mittelgrund, Vordergrund gut erkennbar sind und der Bildfokus richtig gut herauskommt. Ich habe hier ihre 3 Skizzen in vergrößerter Form ausgedruckt und zeige jetzt als Extraübung, wie ich tonwertig diese 3 Formatskizzen verändern würde. Diese Übung zu den Tonwerten ist jetzt eine Zusatzübung für alle Unterstützer unseres Kanals. Sie bekommen die ausführliche Version dieses Videos und eine kleine Extraübung dazu. Falls dich das interessiert und du bei unserem Unterstützerbereich mitmachen möchtest, schau gern unter dem Video. Dort gibt es einen Link, Steady Deine Unterstützung heißt er, und du kannst dich über die Möglichkeiten der Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube informieren. Alle anderen gehen jetzt direkt mit mir zur fertigen Tonwertskizze, die ich euch nach meinem eigenen Ansatz zeigen möchte. Ich möchte jetzt basierend auf diesem Foto kurz zeigen, wie ich selbst eine Tonwertskizze für dieses Motiv anlegen würde. Man könnte natürlich verschiedene Formate ausprobieren. Dieses Querformat käme für mich nicht in Frage, weil wir hier sehr viel Grünzeug hier oben auf der Mauer haben. Also da müsste man auf alle Fälle was verändern. Vielleicht hier oben den Busch etwas verkleinern. Für mich sieht es eher nach einem quadratischen Format aus. Mein Bildfokus, das Gebäude der Kirche hier im oberen Bereich, soll ins obere Drittel des Bildes rutschen. So deute ich hier erst einmal die Mauer an. Da haben wir eine Schräge für den Weg. Und hier unten kommt gegenläufig die schräge Mauer mit der schönen kleinen Tür in diesen Bereich hinein. Ihr seht, ich habe jetzt diese Strecke hier verkürzt und die Tür etwas vergrößert, um sie als Gegenschauplatz zum Bildfokus wirklich etablieren zu können. Diese Mauer hier
zeige ich ein bisschen deutlicher. Und das Gebüsch kommt hier ganz organisch in die Szenerie hinein. Dieses Überlappende hier über die Mauer würde ich unbedingt mit übernehmen. Und jetzt fehlt hier oben noch unser Bildfokus. Hier geht mir die Mauer etwas zu schräg direkt aus dem Bild raus. Da würde ich einfach noch einen kleinen Mauerversatz einfügen, um diese starke Schräge ein bisschen aufzubrechen. Das finde ich hier auf dem Foto nicht. Das wäre jetzt rein künstlerische Freiheit. Und dann kann ich hier das Thema Baum oder Busch noch ein bisschen variieren. Hier oben würde ich keine Äste reinnehmen ins Bild. Das würde ich mir sparen, denn es soll einfach hier ein sehr klarer Bildfokus entstehen. Nun trage ich die Tonwerte ein, die mir einerseits eine gute Lesbarkeit des Motivs ermöglichen und andererseits auch einen Fahrplan für den Ablauf des endgültigen Aquarells geben. Ich mische mir meine Farbigkeit hier für die Tonwertskizze aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Beide Farben zusammen ergeben ein neutrales Grau. Und dieses Grau variiert natürlich je nachdem, welche Farbe dominiert in der Mischung. Das finde ich sehr schön, dass man schon farbtemperaturmäßig variiert zwischen einer kalten und einer warmen Farbe. Ich arbeite jetzt mit 3 Tonwerten. Einmal mit einem sehr hellen Tonwert, das wird sein das Papier weiß. Einmal mit einem mittleren Tonwert. Hier verwende ich die Farbe mit relativ viel Wasser. Und der dritte Tonwert wird ein sehr dunkler Tonwert für die dunklen Stellen im Bild. Und hier nehme ich wieder die Kombination aus beiden Farben, aber deutlich weniger Wasser. Diese 3 Tonwertstufen versuche ich jetzt in den 3 Ebenen des Bildes, Hintergrund, Mittelgrund, Vordergrund, zu verteilen. Man könnte es jetzt so verteilen, dass jede Ebene einen Tonwert erhält, also zum Beispiel den Hintergrund hell, den Mittelgrund mittel und den Vordergrund dunkel malen. Oder man schüttelt die Tonwerte noch ein wenig mehr durcheinander, sodass der Bildfokus wirklich gut herauskommt. In meinem Fall soll jetzt der Himmel einen mittleren Tonwert bekommen. Auf jeden Fall soll der Himmel nicht zu hell werden, damit die Kirche, die Burg, was auch immer, jetzt als Bildfokus gut leuchtet. Ich nehme mal etwas mehr Blau mit hinein, damit es ein bisschen freundlicher wird, aber der Tonwert bleibt jetzt wirklich relativ dunkel. Die Büsche möchte ich später dunkel ansetzen, deswegen male ich zunächst einmal hier alles mit dem Himmelstonwert aus, denn die dunklere Farbe kann ich später ja wieder draufsetzen. Für die Mauer möchte ich auch einen mittleren Tonwert einführen, aber etwas heller als der Himmel. Hier am Bildrand gleiche ich die Tonwerte gerne an, damit sich wie eine Vignette die Tonwerte um den Hauptplayer im Bild schmiegen können. Das gleiche passiert auf der linken Seite. Die Tonwerte hier gleichen sich an, aber zu dunkel auf keinen Fall hier, denn ich möchte hier zum Bildfokus hin die Mauer noch relativ hell lassen, auch in diesem Bereich. 2 helle Formen im Bild, die dem Betrachter jetzt ermöglichen, hier ins Bild einzutreten und nach oben zum Bildfokus zu wandern. Der Vordergrund, in dem Fall hier der Weg oder die Straße, soll tonwertig relativ unauffällig sein. Ich beginne mit einem mittleren Tonwert und ende mit einem relativ dunklen Tonwert. Was wir jetzt zunächst hier haben, ist eine klassische Bildaufteilung mit 70% mittleren Tonwerten und 30% ungefähr hellsten Tonwerten. Es fehlen noch die dunklen Tonwerte, die ich jetzt nach dem Trocknen eintragen möchte.
Und diese dunklen Tonwerte befinden sich hauptsächlich im Mittelgrund, hier bei den Büschen und natürlich dann auch noch einige Akzente im Bildfokus. Nicht so wahnsinnig dunkel, aber doch jetzt etwas dunkler als die Mauer selbst trage ich hier den Schatten in der Tür ein und auch ein paar Striche in die Mauer. Dann haben wir hier noch eine kleine Variation des Tonwerts mit der Farbe des Daches. Und wir haben eine schattige Seite im Haus und eine leuchtende Seite. Die schattige Seite male ich jetzt hier mit einem mittleren Tonwert. Kleinen Schatten hier unter das Dach. Und auch die Fenster können wir jetzt hier noch eintragen. So, und jetzt kommen noch die dunklen Tonwerte ins Spiel. Ich mische mir wieder beide Grundfarben, Ultramarinblau und Sienna gebrannt, und beginne hier am Rand mit den Bäumen oder dem Gebüsch. Nicht ganz so kräftig am Rand selbst und etwas kräftiger hier in diesem Bereich, wo ich einfach in Richtung Bildfokus mich bewege. Und hier arbeite ich auch sehr dunkel, damit hier die helle Hauswand schön leuchten kann. Hier kommen noch ein paar Schatten auf die Mauer, um meinen dunkleren Tonwert ein bisschen mehr im Bild anzubinden. Und aus diesem Grund möchte ich auch jetzt hier den Vordergrund noch ein bisschen dunkler einsetzen. So, das wäre mein Fahrplan für mein späteres Aquarell. Ich habe mir die Tonwerte jetzt hier genau überlegt und versucht, sie einzusetzen, um meinen Bildfokus in maximaler Weise zu unterstützen. Wir haben einen Hauptfokus im Bild und einen Nebendarsteller und durch die Kontraste im Bild ergibt sich eine schöne Bildblickführung. Nun müsste ich mir noch Gedanken machen über die farbliche Umsetzung und da würde ich versuchen, die grünen Bereiche im Bild nicht wirklich grün zu malen, denn wir sehen hier schon, grün ist mein dunkelster Tonwert und deshalb wahrscheinlich auch ziemlich dominant im Bild. Ich würde hier also empfehlen, eine grau-grüne Mischung einzusetzen und die leuchtenden Bereiche im Bild mit besonders warmen Farben zu malen. All dies sind Vorüberlegungen, bevor ich das Aquarell überhaupt anfange. Und ich empfehle dir, bei deinem nächsten Aquarell auch mal viel Arbeit in diese Vorübung zu stecken. Es lohnt sich, man erspart sich viel Frust beim Malen und man lernt immer wieder etwas Neues dabei. Das zweite Bild, was ich besprechen möchte, ist von Susella Aquarella und sie schreibt Folgendes dazu. Heute habe ich mir mal ein Motiv selber ausgedacht und ich möchte es zur YouTube-Bildbesprechung einreichen. Meine Schwierigkeit bestand darin, überhaupt eine richtige Perspektive zu finden und das Bild ausgewogen aufzuteilen. Ich bin nach dem goldenen Schnitt gegangen und dort, wo die kleine Figur auf dem Felsen ist, sollte eigentlich der Fokuspunkt liegen. In meiner Vorzeichnung war die grüne Wiese, die sich bis nach hinten schlängelt, ein Weg oder eine Straße. Beim Malen habe ich mich aber umentschieden. Die Felsen rechts habe ich mittels Kreditkarte hineingezogen und dann noch mit dem Pinsel Schatten hinzugefügt. Die Sonne sollte eigentlich von rechts scheinen, was aber mit den Schatten, die ich eingebaut habe, nicht wirklich stimmt. Das Papier ist ein Hannemühle Britannia Rau. Ich finde es wahnsinnig schwer, ein Bild selbst zu komponieren. Hier sehen wir das Aquarell von Susella Aquarella und ich kann sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Gerade von der Bildaufteilung finde ich es schon ganz stimmig. Hier kommt der Weg, den es ja so nicht mehr gibt, aber durch diese Diagonale entsteht schon so eine Wegführung. Was für mich allerdings nicht funktioniert, ist der Fokuspunkt. Diese kleine Figur, ich musste sie wirklich suchen, ist einfach zu klein, um als Fokuspunkt zu funktionieren.
Die Bildaufteilung mit der Wegführung ist für mich jetzt gar nicht so das Problem. Sie schrieb ja, dass sie es unglaublich schwierig findet, ein Bild selbst zu komponieren. Das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Ich habe so ein paar andere Schwierigkeiten mit diesem Bild und über die möchte ich jetzt gerne sprechen. Das eine ist die rein technische Umsetzung mit den Mitteln der Perspektive. Das ist also eher ein zeichnerisches Problem. Und da finde ich, dass diese Diagonale hier sehr streng im Bild ist und sich auch sehr stark direkt hier auf der Augenhöhe mit einem Schnittpunkt befindet. Also diese Linie hier, die würde ich etwas flacher ins Bild setzen, um ja, die gesamte Sache ein bisschen zu entschärfen. Es ist auch so, wenn sie hier weit vorne steht und der Horizont sehr weit oben ist und das Geschehen im Bild sich im Mittelgrund in großer Entfernung abspielt, wäre diese Linie etwas flacher. Um das ein bisschen deutlicher zu zeigen, habe ich ein ähnliches Foto mal aus dem Netz rausgesucht. Hier haben wir, finde ich, eine sehr schöne Bildkomposition mit ja, fast 2/3 Vordergrund. Der Weg schlängelt sich da hinein und wir sehen jetzt es ist ja schon fast Hintergrund, ja, wir können noch Mittelgrund dazu sagen, aber Hintergrund trifft es eher. Diese Linie der Küste hier, die weit weg ist, die geht jetzt hier, wenn wir uns hier den Horizont weiter verlängern würden, hier, ja, trifft sie irgendwo hier hinten diese Linie auf den Horizont. Bei Susella ist es so, dass diese Linie oder auch diese Linie sehr unmittelbar im Bild hier ihren Schnittpunkt haben und das Ganze kommt in so eine gewisse Schieflage dadurch. Das wäre so der erste Punkt, den ich verändern würde. Der zweite Punkt, der für mich ein bisschen schwierig ist in dieser Bildkomposition, ist der Umgang mit den Tonwerten. Ich sehe hier einen starken Kontrast in den Tonwerten im Himmel. Der Himmel ist, wir können jetzt wieder gemeinsam auf dieses Bild blinzeln, also die Augen so weit schließen, dass fast die Farben verschwinden und nur noch die Tonwerte, also die Hell-Dunkel-Kontraste übrig bleiben. Dann sehen wir, dass das Meer sehr dunkel ist im Vergleich zum Himmel und dann der dunkelste Tonwert sich hier mit diesem Schwarz-Grün in der linken äußeren Bildecke befindet. Das ganze Bild kippt dadurch für mich etwas nach links und wird von dieser großen Steinform hier nicht richtig aufgefangen. Wobei ja, wenn wir uns jetzt hier nochmal dieses zugegebenermaßen ganz andere Situation, anderes Foto anschauen, ist es aber doch so, dass diese Felsenformation hier im Hintergrund das Erhabene und das Monumentale an diesem ganzen Bild ist. Und hier kommt es eben dadurch nicht so richtig raus, weil der Tonwert hier zu leicht ist oder mit anderen Worten vielleicht auch der Tonwert hier einfach ein bisschen zu kräftig ist. Der dritte Kritikpunkt an diesem Bild wäre, dass die Stilmittel relativ ähnlich eingesetzt werden. Was ich damit meine, ist, dass die Art und Weise zu malen in allen Bereichen des Bildes sehr ähnlich ist. Wir haben sehr viele kleine, unruhige, unterbrochene Formen in diesem Bild. Das ist natürlich hier im Wasser deutlich zu sehen, wo viele Stellen des Papierweiß stehen gelassen wurden. Setzt sich fort hier im Felsen auch sehr unruhig durch diese Rauskratztechnik, die ja eigentlich prima ist, weil man dadurch Struktur erzeugen kann. Es entstehen aber für mein Gefühl zu viele Stellen, die kleine Bildfokuspunkte sind, genauso wie hier unten, wobei hier würde ich das so lassen, weil die Lichtsituation wirklich hier wunderbar dargestellt ist. Auch in der Wiese hier vorne hat sie sehr harte Kanten und relativ starke Kontraste mit Hell-Dunkel-Bereichen. Hier würde ich dringend empfehlen, diese grüne Wiese nass in nass zu malen mit weichen Verläufen und einigen kleinen Gräsern, die man vielleicht dann noch heraushebt. Über diesen dunklen Tonwert hier habe ich schon gesprochen. Ich würde es weniger dunkel malen, diesen Busch, und auch etwas aufgelockerter durch Spritzer, durch noch ein paar mehr Durchblicke auf das blaue Wasser. Eine große Baustelle für mich ist auch der Himmel. Hier würde ich mit sehr weichen Verläufen arbeiten, gerade wenn ich vorhabe, im Meer diese harten Kanten hier stehen zu lassen. Also mit dem trockenen Pinsel zu arbeiten, würde ich weicher im Himmel arbeiten. Man versucht immer, oder ich versuche immer, diese Stilmittel der weichen und der harten Kanten im Bild gleichzeitig einzusetzen und im Bildfokus die harten Kanten besonders unterzubringen und alles, was ja, Nebenschauplatz ist im Bild, zu beruhigen und auch mit weichen Kanten darzustellen. Dafür würde sich die Himmelsform besonders gut anbieten. Ich sehe hier auch den Versuch der weichen Kanten, also hier oben in der Wolke ist es ganz wunderbar geglückt, aber hier mit diesen blauen Bereichen im Bild ist es doch zu der Wolke ein bisschen zu hartkantig und zu genau definiert.
Zu allerletzt wäre noch zu überprüfen, ob die Farbaufteilung so wirklich stimmig ist. Wir haben hier oben ein leuchtendes, kräftiges Blau, hier ein gemischtes Blau, wobei ich etwas mehr die Farbigkeit des Himmels mit in das Meer übernommen hätte. Und vor allen Dingen hier unten in der Grünwiese findet sich meines Erachtens das Blau des Himmels nicht mehr wieder. Was ich mache, um so ein Bild harmonisch zusammenzufügen, ist, dass ich von diesem Himmelsblau oder dem Meeresblau hier in diese Ecke oder auch in diese Ecke eine Mischung mit dem Grün zusammen hineingebe und dadurch entsteht ein harmonischeres Bild dieses Vordergrundes. Soweit die Bildkritik zu diesem Bild. Ich hoffe, Sosella Aquarella hat jetzt Lust, das nochmal zu malen und vielleicht die kleinen Vorschläge zu berücksichtigen. Das letzte Bild für heute, das ich für euch kritisieren möchte, stammt von Heidrun. An der Ostseeküste habe ich dieses Motiv gefunden. Sobald ich im Vordergrund detaillierter werde, wird dieser auch dunkler. Das ist ja auch klar. Trotzdem wäre ich für einen Tipp dankbar, wie es im Vordergrund hell bleiben kann. Also Heidrun, ich finde, dieser Vordergrund ist eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Mich stört es überhaupt nicht, dass er so ein klein bisschen dunkler wird hier. Im Gegenteil, ich finde sogar, der Weg ist ja hier besonders hell geblieben. Wir haben ein bisschen Struktur im Vordergrund, die aber so subtil eingefügt wurde, dass es für mich ein sehr gelungener Vordergrund ist. Ich habe ein paar andere Kritikpunkte zu diesem Bild und die möchte ich jetzt kurz erwähnen. Etwas, was ich öfter sehe bei Bildern von Teilnehmern, ist ein zu beliebiger Umgang mit den Rändern der Bilder. Hier betrifft es den rechten Bildrand, wo der Baum hier im Grunde genommen Platz macht und nicht weiter wächst, nur weil das Format hier endet. Dieser Baumstamm hier zeigt mir eigentlich, dass die Krone des Baumes hier noch weitergehen müsste und da würde ich hier nicht aufhören zu malen, nur weil das Bildformat endet. Das ist eine Kleinigkeit, aber für mich ist das immer ganz wichtig, gerade wenn wir Bildsituationen haben, wo angeschnittene Elemente sind und der Betrachter durch dieses Angeschnittene des Baumes hier in die Situation ja hineingesogen wird im Bild. Das ist ja eigentlich ein super guter Trick, um das Bild wirklich sehr ausdrucksstark zu machen, aber dann sollte man auch in jedem Fall so malen, dass der Baum dann optisch auch weiter wächst, jenseits des Bildes. Bei diesem Baum ist es ähnlich. Hier würde ich diese gesamten blauen Flecken schließen und auch mit Hell-Dunkel-Kontrasten weitermachen, sodass man hier auch sieht, okay, es geht an dieser Stelle hier noch weiter im Bild. Das zweite ist das Thema Luftperspektive. Das würde ich in so einer Landschaftskomposition immer noch ein bisschen mehr unterbringen. Ich sehe hier schon die Verwendung des kühlen Grüns für diese entfernte Baumreihe, finde ich wunderbar. Das belebt es auch sehr. Wir haben sehr viel warme Grüntöne und hier kommt dieses dunkle Grün ja, am Horizont hinzu. Das finde ich schon gut. Ich hätte diese Bäume hier im Hintergrund noch kühler gemalt, egal wie es jetzt dort vor Ort wirklich ausgesehen hat. Ich hätte es fast bläulich gemalt und auch hier diesen Streifen noch etwas bläulicher oder violetter angelegt. Auch hier zwischen diesen beiden Bäumen, der eine ist ja noch weit hinten im Mittelgrund, der andere ist fast im Vordergrund, würde ich farblich noch mehr variieren. Das heißt gar nicht unbedingt jetzt auf die Farben so sehr achten in der Variation, sondern eben auf die Farbtemperatur, also hier etwas kühlere Farben verwenden und hier etwas wärmere Farben. In meinen Präsenzkursen oder auch hier in Videos auf YouTube habe ich öfter schon mal erwähnt, dass wenn ein Weg im Bild angelegt wird, möglichst dieser Weg auch zu einem Zielpunkt führen soll. Und ich nehme an, aus diesem Grund hat Heidrun dieses rote Hausdach hier eingesetzt. Für mein Gefühl ist dieses Haus da nicht so ganz an der richtigen Stelle. Erstens ist das Rot so gebrochen, dass ich es eigentlich sowieso als Bildfokus gar nicht wahrnehme. Das Zweite ist, dass die Proportionen hier merkwürdig sind. Es sieht eher aus wie so ein halb abgeschnittener Kiesberg, weil das für so ein Hausdach hier in dieser Entfernung, ja, die Bäume hier hinten sind so klein und dann kommt da so ein riesiges Haus da hinten. Also das wäre als Hausdach für mich einfach ein bisschen zu groß. Also mit diesem Haus habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ich bräuchte es gar nicht. Ich halte es mal zu, sieht das Bild immer noch gut aus. Dann würde ich lieber einen roten Punkt, wenn das eben so sein soll, hier an diese Bäume setzen, was immer das dann auch sein mag, eine kleine Figur, eine Person oder ein roter Briefkasten, was auch immer.
Zum Weg selber wäre noch anzumerken, dass diese gerade Wegführung natürlich, ja, kann man machen, aber man könnte den Weg so ein bisschen geschlängelter nach hinten führen. In so einer S-Kurve ist immer eine schöne kompositorische Entscheidung, um das Auge des Betrachters nicht so in gerader Linie direkt auf den Bildfokus ins Bild hineinzulenken, sondern so ein paar kleine Umwege zu gehen. Und nach den Gesetzen der Perspektive müsste der Weg vorne auch noch etwas breiter sein, denn wenn wir davon ausgehen, dass diese Wegränder parallel zueinander sind, also der Weg jetzt nicht an einer Stelle breiter wird oder schmaler wird, sondern eher die gleiche Breite bis zum Horizont hin durchhält, müsste, wenn wir hier einen Strich bis auf die Augenhöhe ziehen, die Augenhöhe befindet sich ungefähr hier, wo dieser Horizont angelegt ist, müsste der Weg hier hinten so schmal werden und vorne so breit werden. Das wäre also jetzt hier der Weg, jetzt auch sehr, sehr stark konstruiert natürlich und nicht besonders schön mit diesem gleichmäßigen Dreieck. Also ich würde ihn wirklich in diese Richtung ziehen. Hier ist der Fluchtpunkt für den Weg. Dann hätten wir ein bisschen in diese Richtung, dann wieder in die andere Richtung. Da wäre der Fluchtpunkt hier und dann der Fluchtpunkt hier. Und es würde sich ergeben ein Weg, der eventuell so ein bisschen geschlängelter hier verläuft. Vielleicht da nochmal nach da. Versuche das jetzt nochmal mit diesem weißen Stift etwas deutlicher zu machen. Ein bisschen nach hier und dann in die andere Richtung und da. Ja, ist jetzt noch ein bisschen eckig, aber wenn man das Ganze ein bisschen geschwungener macht, wäre das eine interessantere Bildführung. Hier einen kleinen roten Fleck und dann würde der Weg perspektivisch richtig sein. Das wäre dann alles hier die helle Wegform. Und er liegt jetzt ein bisschen besser in der Ebene drin, dadurch, dass er eben vorne wirklich deutlich breiter wird. Zu dem Laub der Bäume noch kurz gesagt, das finde ich hier schon sehr schön angelegt, weil es sich ja teilweise wirklich selbst gemalt hat. Das entsteht immer dann, wenn die Situation hier auf dem Blatt schön nass ist, die helle oder die warme grüne Farbe aufgetragen wird und das kühle Grün dann direkt nass an das warme Grün angefügt wird und weiche Verläufe entstehen. Ein paar Spritzer hier direkt aus dem Pinsel auf die Fläche hätte das Ganze, glaube ich, noch lockerer und verspielter gemacht. Dann braucht man diese einzelnen Pinseltupfen hier nicht unbedingt. Die Spritzer geben dann die Anmutung von einzelnen Laubblättern und das Ganze bleibt relativ abstrakt und ja, einfach ein bisschen entspannter fürs Auge des Betrachters. Das war die Bildkritik jetzt zu diesem dritten Bild. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht und Spaß gemacht zuzuhören. Und du kannst einige Gedanken von mir übertragen auf deine eigenen Aquarelle. In 14 Tagen gibt es hier das nächste Video, dann wieder mit einem schönen Aquarellmotiv von mir. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei und ich sage Tschüss, bis dahin.